Also ich mache alles immer viel so sehr auf die letzte Sekunde. Irgendwie kommt bei mir alles so, ich schieb's irgendwie auf oder so, oder denke ich, habe jetzt genug Zeit noch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall endet es immer so, dass ich dann am Ende super viel auf einmal mache. Das Cosplay von Gara auch gar nicht fertig. Also es ist nicht nur das Ding, sondern die anderen Sachen sind so ein bisschen auseinandergefallen. Da muss ich so ein bisschen dran nachnähen und so. Und dann die Perücke stylen. Ich habe so viel noch zu machen. Es sind nicht mal 4, 5 Tage noch, aber es ist schon Montagabend. Du kannst es dir ein bisschen wie Schauspiel vorstellen. Du willst die Rolle so gut wie es geht verkörpern. Diese ganze Welt, die man mag, in die Realität zu bringen. Ich meine, man liebt Anime, man liebt vielleicht Videospiele, man mag, wie die Sachen sind. Und wenn man dann cosplayt, dann ist man irgendwie so ein Stück da drin. Ich finde, Cosplay ist sowas krass Nerdiges. Also ich weiß nicht, du musst wirklich so diese Liebe dazu haben, irgendwie mit den Sachen, die du machst, dass du dann wirklich Cosplay machst. Dann immer, wenn ich so angefangen habe oder so, dann dachte ich so, boah, ich habe ja noch voll viel Zeit. Und dann habe ich es irgendwie so 3 Wochen stehen lassen und dann bin ich so, oh, jetzt sollte ich es irgendwie fertig kriegen. Ja, also es passiert mir eigentlich fast jedes Mal. Das Seil, tatsächlich, das müsste man auch auf den Bildern sehen. Das habe ich für Gara benutzt und mich das dann selber sogar stresst. Aber wenn ich halt diesen Druck habe, dann mache ich es dann auch. Also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Teufelskreislauf, der mir selber nicht so gefällt. Aber am Ende funktioniert es meistens irgendwie. Meistens. Also ich muss noch den Kürbis für Gara machen. Also ich hatte mal angefangen, es gibt da so eine Basis, die Ballons stehen, aber ich muss da noch mindestens 5 Schichten Pappmaché drauf machen. Und die sind riesig. Also die sind bestimmt so groß. Hallo, heute ist Donnerstag und es sind noch 2 Tage bis zur Comic-Con. Und ich weiß, dass ich vom letzten Mal halt 9 Stunden für einen gebraucht habe. Ich glaube, da wirst du niemanden finden, der sagt, ich mache mal Papier über Papier für 7 Stunden straight, weil ich Lust drauf habe. Und es gibt viele Sachen, wo ich mich auch beim Nähen oder so aufreg und mir denke so, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, das zu machen. So Patchwork Learning, genau. Learning by Doing liebe ich, wenn man es einfach macht und dann sieht, es funktioniert nicht oder es funktioniert. So habe ich mir vieles im Nähen beigebracht, weil ich halt diese Grundkenntnisse hatte. Also ich wusste noch ungefähr, wie macht man das. Und dann, ich habe auch bei meiner Anfänger-Nähmaschine, ich wusste zum Beispiel nicht mehr, wie man so den Unterfaden ausspult. Und das habe ich dann nachgelesen in der Bedienungsanleitung. Also wirklich, es ist so ein irgendwie alles zusammen. Selber lernen, selber Fehler machen. Da lernt man draus. Freunden, Familie, alles Mögliche. Jeder fängt irgendwo mal an und am Anfang hat man nicht so die Ressourcen, wie wenn man irgendwo weiterkommt. Man lernt halt immer dazu, so würde ich es eher sagen. Also ich habe angefangen mit einer Anfänger-Nähmaschine. So, dann habe ich mir irgendwann eine bessere gekauft. Also es ist ja immer dieses Wachsen allgemein im Leben, wenn du irgendwas anfängst, dass du dann automatisch irgendwie dich verbesserst oder halt dazulernst, weil du nie auslernst. Man lernt nie aus. Knie runter von einem KCK.
Ich meine, Gaara ist auch ein Charakter, der eine sehr, sehr, sehr große Entwicklung hinter sich hat. Wenn man jetzt auf die Anfangszeit redet, klar, er war sehr einsam und so und ich kann nachvollziehen, dass er halt alleine war und so, also die Gefühle, die er dort hatte. Er hat sich dann aber sehr entwickelt, also er hat diese Freunde gefunden, er ist dieser Anführer von seinem Dorf geworden, der Kazekage geworden und einfach diese Entwicklung und diese Charakterentwicklung und was er durchgemacht hat und wie es dann einfach weitergegangen ist. Ich finde ihn unglaublich cool. Einfach auch, vor allem dann am Ende, damit auf einer Convention rumzulaufen und Freunde zu treffen, Leute fragen dich nach Fotos, du redest mit Menschen. Dieser Austausch, einfach irgendwo dabei zu sein, wo man irgendwie mit reingehört. Freunde zu treffen, die halt einfach genau das Gleiche teilen wie du. Also, ich meine, ich war schon immer irgendwo ein Nerd über mein ganzes Leben hinweg. Es ist einfach die Leidenschaft, die dahinter steckt, hinter dem Ganzen das zu machen und das dann einfach von diesem Anime, von diesem Film, von dieser Serie einfach dann in die Wirklichkeit umzusetzen und so dann auch rumzulaufen. 2, 1, Klar hätte ich es auch kleiner machen können, aber ich wollte nicht. Ich wollte es größer machen. Klar tut es dann mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber vielleicht willst du Journalist im Fernsehen werden, ja? Dann ist es, weil du das willst. Aber es ist bestimmt auch nicht einfach, dahin zu kommen. Aber gehst du jetzt den einfacheren Weg, nur weil es einfacher ist? Oder tust du dich durcharbeiten für das, was du wirklich willst? Ich bin ein sehr großer Perfektionist, wenn es ums Cosplay geht. Also, selbst wenn ich irgendwas nähe, wo Leute sagen so, wow, du hast das jetzt komplett selber genäht, obwohl du noch gar nicht so lange nähst und so, dann bin ich so, ja, aber es ist nicht perfekt. Imagine the day they see you again. And you are just, well, there. Also mein Problem ist halt, dass ich mich manchmal zu sehr vergleiche mit den Leuten, die so viel schaffen damit. Ja. Ich glaube, das ist allgemein die Gefährlichkeit von Social Media, dass man halt nur die guten Sachen sieht, nur diese Sachen, nur den Content, an den man sich quasi gerade interessiert oder so. Man rutscht in etwas rein, was nicht der Realität entspricht. Dadurch fängt man halt an, warum ist das bei mir nicht so? Es wird immer jemand geben, der besser ist als du. Und ich habe den Spruch so oft komisch gefunden oder ich habe mir so oft gedacht, klar, schon, aber ja, es ist halt einfach so. Es gibt immer jemand, der besser ist als du. Menschen können unterschiedlich gut Sachen. Und wenn ich mich jetzt anfange, mit irgendwem zu vergleichen, dann macht das halt einfach keinen Sinn. Und das zieht einen nur runter. Und das ist schade. Nee, tatsächlich habe ich noch keine Ketten in dem Sinne benutzt, aber vielleicht in der Zukunft dann. Oh, ist die schwer. Ja, gell? Bisschen überkreuzt. Also, so. Vor allem halt Leuten zu zeigen, dass sie keine Angst haben müssen, das zu tun, was sie lieben. Weil eben meine Vorgeschichte ist, dass ich mich früher nicht getraut habe, Cosplay anzufangen. Obwohl das so sehr meine Leidenschaft ist, möchte ich anderen genau das zeigen, dass man nicht so viel drüber nachdenken sollte. Einfach machen. Und selbst wenn man alleine das machen muss, du findest immer Leute auf dem Weg. Immer Leute auf dem Weg, die genau das Gleiche teilen wie du. Es wird immer jemanden geben. Da gibt es tatsächlich so einen One-Piece-Quote, den ich in meinem Profil stehen habe und an den ich auch wirklich glaube. People's dreams never end. Und das ist so wahr, weil solange du an deinen Traum glaubst, wieso sollte er aufhören? Solange du nicht die Hoffnung aufgibst und die Hoffnung stirbt zuletzt, es gibt immer Hoffnung, sterben Träume nicht. Also im Prinzip, Träume sterben nicht.
Ciao.